Der 5. Meisterschaftslauf war wieder bei regnerischem Wetter im Kurhaus bei Holpolstein. Vorneweg Nummer 89, Werner Maus, 372, Walter Schweiger und 87, Herbert Maus. Bei diesem schlechten Wetter hatten unsere Fahrer vor allem in den betonierten Kurven besonders Schwierigkeiten. Werner Maus hinter Anton Fuchs aus Geisenfeld. Werner Maus wurde in diesem Rennen Zweiter, Herbert Maus Vierter und Konrad Schweiger Fünfter. In der Mannschaftswertung zur bayerischen Meisterschaft betrug der Abstand zu den Tagels, die diesen Lauf gewannen, immer noch 21 Punkte. Meisterschaftslauf in der unverbauten Klasse. Vorne in der ersten Reihe Heinrich Walzer. Er hat Pech, dass Albert Finzel hier diesen Crash verursacht und deshalb beide das gesamte Feld vorbeiziehen lassen müssen. Nummer 80 Herbie Kaller ist vorne dabei. Mit dabei Johann Mölzlaff Audi 100. Und die Nummer 83 Max Mölzl auf einem Saab. Herbie Kaller konnte diesen Lauf gewinnen und Heinrich Walzer wurde trotz des Missgeschicks beim Start noch Zweiter. Die Führung in der Mannschaftswertung wird damit erhalten. Der Meisterschaftslauf der Damen. Vorne Nummer 1536 Elisabeth Schmidt. Zweikampf mit Ingrid Hafner von den Shadows, die im letzten Jahr den 3. Platz der bayerischen Einzelmeisterschaft belegte. Mit dabei Nummer 80 Brigitte Haller und Nummer 1537 Christine Bucher. Elisabeth Schmidt belegte am Ende Platz 2 und auch in der Damenklasse konnte die Führung behauptet werden. 1537 Christine Bucher. Walter Schweiger, Trainingsbester der verbauten fährt zur Aufstellung. Er hat aber bereits beim Pech, weil ihm ein Motor ausfällt. Vorneweg Nummer 372 Konrad Schweiger und dahinter Nummer 87 Herbert Maus. Und Nummer 89 Werner Maus. Werner Maus im Zweikampf mit Johann Sachsenhauser von den Tagels. Hier ist wieder Werner Maus vorne. Konrad Schweiger. Und hier verliefert Konrad Angelo von den Tauris. Herbert Maus gewinnt diesen Lauf und Werner Maus wird Dritter. Ein Lauf im Rahmenprogramm. Nummer 76 Johann Judimann. Und die Nummer 90 Otto Haas mit seiner Granada.
Johann Judimann wird am Ende Erster. Otto fällt in der 7. Runde aus. Endlauf in der verbauten Klasse, 3,72 Konrad Steiger. Dahinter Werner Maus. Und die Nummer 87 Herbert Maus. Bereits im Zweikampf mit Angelo. Herbert immer noch im Zweikampf mit Angelo. Conny und Sachsenhauser von den Taubis kämpfen um die Führung. Und endlich ist er draußen. Konrad Schweiger wird in diesem Lauf Zweiter. Der Endlauf in der unverbauten Klasse. Vorne weg Nummer 91 Heinrich Walzer. Und hinten am Wall hat Herwig Haller bereits einen Irfersdorfer ausgeschaltet. Außerdem dabei Nummer 76 Johann Judimann. Herwig in Aktion. Johann Judimann wird in diesem Lauf Zweiter. Und gleich noch einmal. Der letzte Meisterschaftsvorlauf war in Irfersdorf bei Beingries. In diesem Jahr ausnahmsweise mal bei gutem Wetter. Der Meisterschaftslauf der unverbauten Klasse. Vorneweg, wie meistens in diesem Jahr, Nummer 91 Heinrich Walzer. Bei 70 Albert Fintel, Nummer 80 Herwig Haller, Nummer 83 Max Mölzel und Nummer 78 Johann Mölzel. Echter Herwig, das Aus in der 2. Runde. Aber einen Irfersdorfer kann er noch ausschalten. Albert Finzel mit leichten Schwierigkeiten. Nach wenigen Runden setzte sich Heiner an die Spitze und gewann auch diesen Lauf souverän. Albert Finzel wurde noch Vierter. In der Gesamtwertung war unsere Mannschaft Meister der Gruppe Nord. Heinrich Walzer konnte auch in der Einzelwertung durch diesen Sieg einen kleinen Vorsprung herausfahren. Zweiter in der Meisterschaftswertung war unser ewiger Konkurrent Richtig Eimersheim und auf dem 3. Platz lag der CT München Nord.
hier wieder eine glänzende Aktion von Heinrich Walzer. Der Meisterschaftslauf in der verbauten Gasse. Wie Sie im Vordergrund sehen können, war die Bahn auf der Innenseite gespritzt worden, wodurch die Fahrer, die auf der Außenbahn starteten, die Nummer 71 Anton Fuchs von Geisenfeld und Nummer 101 Moser Senior von den Taugis bevorteilt waren. Es dauerte aber nicht allzu lange, dann hatten unsere Fahrer diesen Nachteil wieder ausgeglichen. Vorneweg Nummer 89 Werner Maus und dahinter Herbert Maus. Und Konrad Schweiger. Konrad Schweiger ist schon wieder auf der Jagd nach Johann Sachsenhauser von den Taugis. Herbert Maus konnte diesen Lauf gewinnen, Konrad Schweiger wurde Zweiter und Werner Maus Dritter. In der Gesamtwertung hatte unser Team, obwohl in dieser Klasse die Punkte am Ende halbiert wurden, immer noch einen Vorsprung von 12 Punkten. Da wir die halbierten Punkte mit in den Endlauf nehmen konnten, hieß das, dass wir uneinholbar bereits als bayerischer Meister feststanden. Auch Herbert Maus hatte nach diesem Sieg trotz der Teilung der Punkte einen Vorsprung von 5,5 Punkten in der Einzelwertung. Meisterschaftslauf der Damen. Hier hart gedrängt Elisabeth Schmidt. Außerdem dabei Petra Lerner und Christine Bucher. Fast wie in jedem Jahr im letzten Meisterschaftslauf hatten unsere Damen auch hier sehr viel Pech und gingen leer aus. Dennoch reichte der Punktevorsprung zur Nordmeisterschaft. Und auch Elisabeth Schmidt ging als Nordmeisterin in den Endlauf nach Geisenfeld. Hier eine tolle Flugeinlage von Petra Lerner. Rahmenprogrammlauf über 2 Liter. Mit seinem schnellen Granada unterwegs Otto Haus. Otto lieferte ein hervorragendes Rennen und musste sich am Ende nur dem amtierenden bayerischen Meister Gerhard Wort von Gelmersheim geschlagen geben. Der zweite Lauf der verbauten Gasse. Vom Start aus vorneweg mit seinem Dreiachser Walter Schweiger, dahinter sein Bruder Konrad und Werner Maus. Diese Reihenfolge änderte sich bis ins Ziel nicht mehr. Walter Schweiger wurde Erster, Konrad Schweiger Zweiter und Werner Maus Dritter. Herbert Maus fiel in der 8. Runde aus. Der Endlauf in der unverbauten Klasse. Gleich vom Startweg wieder vorne Heinrich Walzer. Wie nicht anders zu erwarten, gewann Heiner auch diesen Lauf und setzte sich damit in der deutschen Meisterschaft, in der auch der Endlauf gewertet wurde, ebenfalls an die Spitze. Mit dabei Nummer 90, Otto Haus.
einer mit seinem superschnellen Audi 5e. Die Siegerehrung. I turn away from you. I see those looks you're sending me. Is this the way it's meant to be? It's something we should talk about. Just give me time to work it out. Girl. Als erstes mussten unsere Damen an den Start. Vorneweg mit der besten Trainingszeit 15:36 Elisabeth Schmidt. Nummer 80 Brigitte Haller und Nummer 15:35 Christine Bucher. Zur Ausgangslage. Unsere Damen hatten als Nordmeister 26 Punkte mitgebracht und der Südmeister, der SCC Sola, hier in den roten Autos bereits in Front, hatten 29 Punkte. Unsere Damen mussten also unbedingt die Damen des SCC Sola schlagen. Elisabeth Schmidt, bei Christine Bucher und Brigitte Haller. Brigitte Haller wurde in diesem Lauf Zweite, gewinnen konnte diesen Lauf aber Angelika Fleck vom SCC Sola. Der SCC Sola war damit bayerischer Meister. Und unsere Damen waren Vizemeister. Hier hat Elisabeth Schmidt Schwierigkeiten. Die Ehrenrunde für die bayerischen Meister der Damenklasse. Erster SCC Sola, zweiter SCC Grünthal und dritter SCC Osterhofen. Der Meisterschaftslauf der Verbautenklasse. Hinter die Nummer 500 Ludwig Berger vom SCC Allersbach. Wie wir sehen, sah es am Anfang für unsere Fahrer nicht sehr gut aus. Wir standen aber bereits als bayerischer Meister fest, wollten uns aber dennoch nicht blamieren. Herbert Maas war Werner Maas. Und Konrad Schweiger. Aber nach ca. 6-7 Runden hatte sich das Feld gelichtet. Am Ende war Herbert Maas Zweiter und Werner Maas Dritter. Ein Fahrfehler von Werner Maas. Und hier hat er Pech. Die schwarz-rot-gold lackierten Autos sind vom SCC Bandera. Sie waren Meister der Gruppe Süd und bereits 1980 einmal bayerischer Meister.
Vorderradslauf der unverbauten Seite. Vorne Nummer 80, Herbig Haller, dahinter in den weißen Fahrzeugen tätig Einmalsheim, der zweite der Gruppe Nord. Und in den roten Fahrzeugen das Selzer-Team aus Landshut, der Meistergruppe Süd und der NSC Amsam. Herbig Haller und Heinrich Walter hilfen recht gut mit. Aber dann in der vierten Runde das Aus für Herbig Haller. Johann Melzl in Schwierigkeiten. Als Heinrich Walter versuchte, Herbig Haller anzuschieben, blieb er ebenfalls stecken. Hier versucht Albert Pinto, Heinrich Walter wieder in Gang zu bringen. Doch die Bahn war hier so tief, dass Heiners Auto bis zu den Achsen im Gang steckte. Da sich keiner der anderen Fahrer vorne platzieren konnte, fiel unser Team in der bayerischen Meisterschaft auf den zweiten Platz zurück. Nummer 370, Albert Pinto. Auch der CT Geimersheim, die weißen Autos, hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Sieger dieses Laufes und damit bayerischer Meister war das Selzer-Team aus Landshut. Die Ehrenrunde für die Meister. Das Selzer-Team, das bereits zum dritten Mal Meister wurde, darf nun diesen Wanderpokal für immer behalten. Unsere Mannschaft: Herbig Haller, Heinrich Walzer, Albert Pinzel, Max Melzer und Johann Melzer. Der Endlauf um die Einzelmeisterschaft in der verbauten Klasse. Konrad Schweiger vor Herbert Maas. Und mit dabei Werner Maas, der bereits in der ersten Kurve wohlgemerkt im Treffverbot von Rudolf Kreuz aus Allersbach unsanft gebremst wird. Herbert Maas hätte in diesem Lauf ein 5. Platz genügt, da er mit einem Vorsprung von 5,5 Punkten nur vom ersten, der 6 Punkte erreicht, überholt hätte werden können. Er fiel aber leider in der 8. Runde aus und musste sich so mit einem halben Punkt Rückstand mit dem 2. Platz genügen. Bayerischer Einzelmeister wurde in dem schwarz-rot-golden kleinen Flitzer Josef Kugler vom SCC Bandera. Konrad Schweiger sicherte sich mit einem 4. Platz in diesem Lauf den 3. Platz der Gesamtwertung. Die Siegerehrung. In der Mitte Josef Kugler von den Banderas, links Herbert Maas auf Platz 2 und rechts Gerhard Döbelhuber von den Devil Drivers auf Platz 3. Der Damen. 1536 Elisabeth Schmidt mit dem Audi 5e von Heinrich Walzer. Elisabeth Schmidt konnte zwar mit 10 Punkten Rückstand auf die Südmeisterin Angela Fleck vom SCC Söller nicht mehr Erste werden, verteidigte aber ihren 2. Platz durch einen Sieg in diesem Lauf souverän. Mit dabei Nummer 1537 Christine Bucher. Hier in dem roten Citroën die bayerische Meisterin, Angela Fleck.
Siegerehrung. Angela Fleck von Zoller vor Elisabeth Schmidt und Melita Zeiske aus Osterhofen. Einzelmeisterschaftslauf in der unverbauten Klasse, Nummer 91 Heinrich Walzer. Er hatte einen hauchdünnen Vorsprung von 2 Punkten. Hier vorne weg Traumer Gerald auf einem Audi 200 Turbo vom CT Geimersheim. Hinter Heider Gerhard Kraft, der Vorjahresmeister. Heinrich Walzer füllt zwar in der 8. Runde aus, der Vorsprung von 2 Punkten reicht ihm aber, um bayerischer Einzelmeister zu werden. Vor Einbruch der Dunkelheit der Tagessiegerauf der verbauten Klasse. Walter Schweiger mit seinem Dreiachser führte vom Start weg bis ins Ziel, gewann diesen Lauf vor der Nummer 107 Johann Sachsenhauser von dem Tagel. Werner Maus wurde Vierter. Der Endlauf um die Deutsche Meisterschaft in Exing. In der Deutschen Meisterschaft wurden jeweils 2 Läufe, ein Qualifikationslauf und der eigentliche Endlauf ausgetragen. Hier der Qualifikationslauf in der unverbauten Klasse. 91 Heinrich Walzer, 370 Albert Fintel, 80 Herwig Haller und hinter Max Mölzl und Johann Mölzl. Punkte aus diesem Qualifikationslauf werden zu den Punkten aus der Saison gezählt und in den Endlauf mitgenommen. Der Wikaler kann diesen Lauf gewinnen und Albert Finzel wird Dritter. Unser Team ist dann mit punktgleich mit dem führenden CT Geimersheim. Aus für Heinrich Walzer. Der Qualifikationslauf in der verbauten Klasse. Aus der Pole Position startete Herbert Maus, der sich für dieses Rennen extra einen neuen Motor eingebaut hatte und prompt Trainingsbestzeit fuhr. Hier wird er aber von Karl Schneck vom SCC Sola gedreht. Nummer 89 Werner Maus. Er wird in diesem Rennen Zweiter, Konrad Schweiger Dritter und Herbert Maus Vierter. Unser Team stand damit bereits nach dem Qualifikationslauf uneinholbar als deutscher Meister fest. Der Endlauf in der unverbauten Klasse. Nummer 91 Heinrich Walzer. Nummer 370 Albert Finzel. Nummer 83 Max Mölzl und Nummer 78 Johann Mölzl. Da es in diesem Lauf um alles ging, wurde dementsprechend hart gefahren. Von unserem Team erreichte leider keiner die Ziellinie und so fielen wir in der Meisterschaft auf den 3. Platz zurück. Deutscher Meister wurde der CT Geimersheim vor Zoller und Grünthal. Qualifikationslauf Bern Einzel. Nummer 91 Heinrich Walzer. Er lag vor diesem Lauf mit einem Punkt Rückstand auf den 2. Platz der Gesamtwertung. Einer konnte in diesem Lauf nicht punkten und fiel auf den 3. Platz zurück. Endlauf in der verbauten Klasse. Vorneweg Nummer 87 Herbert Maus. Er gewann diesen Lauf und unterstrich damit den bereits gewonnenen Titel. Zweiter wurde der SCC Aldersbach vor den Tagels aus Freising.
Werner Maus an. Und schon liegt ein Allersbacher auf dem Dach. Herbert Maus, der in Führung liegt. Und wieder Werner Maus. Noch einmal Werner Maus. Die Siegführung. Meisterschaftslauf der Damen. Vorne links Elisabeth Schmidt, dahinter Brigitte Haller und Christine Bucher. Ein dritter Platz von Brigitte Haller in diesem Lauf reichte, um den Vorsprung auf den Vorläufigen zu halten und den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen. Nummer 80 Brigitte Haller. Endlauf verbaut während Einzel. In diesem Lauf gingen unsere drei Fahrer mit Herbert Maus auf Platz 1, Konrad Schweiger auf Platz 2 und Werner Maus auf Platz 3. Nur noch ein Fahrer, die Nummer 503, Rudolf Kreuz aus Allersbach, konnte unseren Fahrern gefährlich werden. Werner Maus versucht, diesen Fahrer auszuschalten. Herbert Maus gewinnt zwar diesen Lauf, aber Rudolf Kreuz aus Allersbach wird Zweiter. In der Gesamtwertung führt damit Herbert Maus vor Rudolf Kreuz, Konrad Schweiger und Werner Maus. Endlauf der Damen in der Einzelwertung. Nummer 80 Brigitte Haller und dahinter Nummer 1536 Elisabeth Schmidt. Elisabeth Schmidt wird in diesem Lauf Zweite, fällt aber in der Gesamtwertung auf den dritten Platz zurück. Brigitte Haller wird in der Gesamtwertung Fünfte. Mit insgesamt 3 Meistertiteln waren wir auch beim deutschen Endlauf das erfolgreichste Team. Turn away from him.